Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dennerle Kochstudios. Wir haben ja in einer vorigen Episode ein Betta-Aquarium eingerichtet und da habe ich euch ja versprochen, es kommt die Sabrina Dichne aus der Schweiz, also eine sehr, sehr bekannte Betta-Züchterin, und heute ist soweit. Sie ist zu Gast bei uns. Sabrina. Hallo Volker. Hi, das ist Sabrina Dichne. Sabrina, stell dich mal kurz vor. Ja, so viel gibt es gar nicht zu sagen. Also ich züchte seit bald 16 Jahren Kampffische für Ausstellungen und richte auch die eine oder andere Ausstellung. Habe mich da ein bisschen sehr damit befasst und ist auch meine große Passion. Ich verbringe wahrscheinlich ein bisschen zu viel Zeit mit den Kampffischen, aber... Sabrina ist ziemlich bescheiden, also sie ist momentan bist du und deine Mama Europameister, stimmt das? Ja, also genau, wir züchten beide Kampffische zusammen und die Fische, die sie jetzt gezüchtet hat, sind jetzt seit 2 Jahren als also haben am meisten Preise gewonnen in Europa, aber wir sind halt immer sehr aktiv auch mit dabei und ja, beide meistens irgendwo so in den Top 5 oder so. Also, wenn ihr mal gute Kampffische wollt, meldet euch bei Sabrina, die hat die besten. Gut, jetzt zum Thema. Wir haben ja in der Episode, wo wir das Aquarium eingerichtet haben, gesagt, Sabrina kommt vorbei und bewertet das Aquarium. Also sie hat auch einen Kampffisch mitgebracht. Sie hat auf ihrem Kanal internes Voting gemacht und der Kampffisch, der da gewonnen hat, den seht ihr dann am Ende vom Video. Nach bestem Wissen und Gewissen habe ich das gestaltet. Wir haben uns natürlich auch vorab informiert. Da gab es auch einige Diskussionen, weil wir uns auf ein ziemlich altes Gutachten berufen haben. Aber jetzt lassen wir einfach mal die Spezialistin drüber gucken. So, Sabrina, was meinst du zu diesem Aquarium? Also grundsätzlich mal super schön bepflanzt. Sieht echt toll aus. Ich habe ein paar kleine Verbesserungsvorschläge, die ich noch gerne umsetzen würde, bevor wir da den Giant einsetzen würden. Und zwar einerseits hast du das Aquarium ziemlich voll gemacht. Kampffische können gerne mal rausspringen, wenn der Abstand zur Wasser, also zwischen der Wasseroberfläche und dem Aquarienrand so wenig ist wie hier. Je kürzer die Flossen, desto besser können sie springen, also desto mehr Abstand brauchst du. Insbesondere, wenn du keine Abdeckung hast. Ich würde jetzt also den Wasserstand um etwa 5 cm absenken, bevor ich den Fisch einsetze. Und was ich auch gerade sehe, der Filter ist ziemlich stark eingestellt. Das mag zwar schön viel Sauerstoff ins Becken bringen und auch cool aussehen, aber für den Kampffisch wäre es gut, wenn wir den auf die schwächste Stufe stellen würden. Denn der mag es, wenn das Wasser möglichst still ist und vor allem auch die Oberfläche nicht zu bewegt wird, damit er auch irgendwo mal sein Schaumnestchen bauen kann und das nicht sofort wieder zerstört wird. Okay. Grundsätzlich gibt es noch die Diskussion, gerade bei den Kampffischfreunden unter euch, Aquariumgröße. Sabrina, sag uns mal, was ist jetzt tatsächlich, ich meine, wir haben jetzt hier ein relativ großes Aquarium, aber wir haben auch einen relativ großen Kampffisch. Aber jetzt für die Leute, die jetzt nicht unbedingt einen Giant Betta haben, was ist da die richtige Größe oder was empfiehlst du den Leuten als die richtige Aquariumgröße? Genau, du hast angesprochen, wir haben einen Giant Betta da, wie ich vorhin erwähnt habe. Ich habe absichtlich diese Abstimmung nur mit Giant Bettas gemacht, weil ihr mir gesagt habt, hey, das Becken, das wir eingerichtet haben, ist 70 Liter groß. Und wenn ich jetzt mit einem normal großen Half Moon oder sonstigen Langflosser gekommen wäre, für den wäre das Becken wahrscheinlich zu groß, zu anstrengend gewesen im Alltag, weil der muss ja immer nach oben auch schwimmen. Und wenn die Strecke so weit ist und er sonst auch sein Revier regelmäßig abschwimmt, dann ist das zu stressig für einen normal großen, insbesondere langflossigen Kampffisch. Also da würde ich bedeutend kleiner gehen. Da würde ich vor allem auch auf die Höhe des Wasserstandes achten, dass die vielleicht um die 20 bis 25 Zentimeter beträgt. Mehr würde ich für einen Langflosser auf Dauer nicht unbedingt empfehlen. Also das heißt, es wird sich bei unseren Aquarien wird sich eigentlich ein 30 Liter Nanocube gut anbieten, weil wir haben also das Aquarium, das Verhältnis dann zur Wasseroberfläche, das sieht dann nicht ganz so komisch aus. Wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du jetzt ein 60 Liter Nanocube hast, das ist ja, hat eine relativ hohe Kante und wenn du dann wirklich nur so ein paar Zentimeter Wasser reinmachst, das sieht ja schon relativ komisch aus und dann würde beim 30 Liter Cube ja die Proportion ja auch noch relativ gut aussehen. Ich bin der Ästhet. Also bei mir ist es ganz wichtig, das Aquarium muss immer schön aussehen und aus dem Grund habe ich das jetzt nochmal kurz eingeworfen.
Ja, oder auch das 35er Skipper's Tank. Das ist eins meiner persönlichen Favoriten, weil das ist ein bisschen flacher, ist dafür ein bisschen mehr Fläche für den Fisch. Was auch eine Option wäre beim 60 Liter Cube, dass du ihn nur eben zu, keine Ahnung, halb oder 2/3 Flüssen ein Paludarium draus machst. Das ist auch eine geile Idee. Also da oben halt Pflanzen, die aus dem Wasser rauswachsen. Sieht das ja auch cool aus. Das ist ein kurzer Einwand. Ey Leute, wenn ihr mal, das ist eine geile Idee für eine neue Kochshow, wenn ihr mal wollt, dass ich ein 60 Liter Paludarium scape für einen Kampffisch, schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich freuen. Ja, also der Möglichkeiten gibt es viele. Von daher, aber für normal große Kampffische würde ich ein bisschen kleiner gehen als ein 70 Liter Tank. Auf jeden Fall. Die Zielsetzung in der Episode 6 war ja, ein artgerechtes Betta-Aquarium einzurichten, in der Philosophie der 5 Elemente. Also sprich Boden, Pflanzen, Fisch, Wasser und Licht. Und nach diesen Kriterien oder nach diesen 5 Elementen bewertet Sabrina jetzt auch nochmal unser Aquarium, was wir ja eingerichtet haben. Fangen wir mal mit dem Bodengrund an. Sabrina, was gibt es da zu sagen? Also grundsätzlich finde ich super, dass der Bodengrund eher dunkler gewählt ist und auch natürlich ist. Das finde ich sehr wichtig bei jedem Aquarium, aber insbesondere auch beim Kampffisch-Aquarium, wo man ein bisschen noch im Hinblick auf, wenn man einen Langflosse zum Beispiel einsetzen wollen würde, ein bisschen vorsichtiger sein könnte, ist, dass man guckt, dass man keine scharfkantigen Steine nutzt, weil die sind echt Spezialisten darin, sich irgendwo zu verletzen, aufzureißen, weil sie einfach dran vorbeischwimmen und dort der Stein vielleicht genau eine Spitze hat und sich dann halt die Flosse aufreißt. Aber abgesehen davon, für den Giant, den wir jetzt hier einsetzen, eigentlich super. Das nächste Thema unserer 5 Elemente sind die Pflanzen. Sabrina, ich habe jetzt hier, also Zielsetzung war, ich habe bewusst krautige Pflanzen gewählt, dass auch der Kampffisch sich ein bisschen zurückziehen kann. Ich habe hier zum Beispiel die kryptogrüne Ballansee, die sehr, sehr lange Blätter bildet, quasi so ein bisschen als Schwimmpflanze, wo auch die Wasserströmung ein bisschen, also die Oberflächenströmung ein bisschen bricht für eventuelle Schaumnester und natürlich Pflanzen. Habe ich natürlich auch CO2. Ich habe aber bewusst eine Bio-CO2-Anlage genommen, weil die ein bisschen moderater das CO2 zugibt. Was gibt's da? Gibt's da irgendwas zu meckern? Gibt's da was zu kritisieren? Also ich finde die Pflanzen schon mal super schön. Ich finde es auch super, dass ihr einen Teil habt, wo der Fisch sich wirklich drin verstecken kann und auch drin liegen kann und auch einen Teil, wo der auch mal rumschwimmen kann. Es muss auch nicht das ganze Becken so voll sein, dass der Fisch sich kaum mehr bewegen kann. Aber er soll dorthin gehen können, wo er jetzt gerade Lust hat. Wenn er jetzt Lust hat zu chillen, dann halt dort hinten. Und wenn er Lust hat herumzuschwimmen und ein bisschen hat er ja hier im Vordergrund, hat er ja... Dann hat er hier den Platz dazu. Genau. Also an sich die Pflanzen super gewählt und auch eben, dass von oben ein bisschen abgedunkelt wird, sei es jetzt mit Schwimmpflanzen oder in diesem Falle mit lang wachsenden Blättern, die halt dann der Oberfläche entlang wachsen. Super. Ich habe ja im Einrichtungsvideo des Aquariums euch am Schluss gezeigt mit so einem Schwimmring, den man als Futterring nehmen kann. Natürlich könnt ihr den Schwimmring auch nutzen, wenn ihr jetzt doch ein bisschen stärkeres Licht haben wollt, weil ihr anspruchsvollere Pflanzen gewählt habt. Könnt ihr diesen Ring nehmen, könnt ihr auch drüber auf die Wasseroberfläche legen und da rein die Schwimmpflanzen legen. Die wachsen dann auch nicht raus oder schwimmen dann euch über die Pflanzen, wo eigentlich ein bisschen mehr Licht benötigen. Ja, auch eine Option. Dann kann der Fisch auch selber wählen, ob er dort sein will, wo es ein bisschen schummriger ist oder dort sein will, wo es ein bisschen heller ist. Das nächste Element sind die Fische. Über die Fische gibt es jetzt hier nicht viel zu sagen, das ist klar, wir bekommen ein Giant Betta rein, aber bei den Fischen gehört das Füttern dazu oder auch das Futter. Sabrina, was kann man dazu sagen oder was ist wichtig oder worauf sollte man achten beim Giant oder beim Betta allgemein beim Füttern? Also Kampffische, wenn man guckt, wo die herkommen, die fressen dort hauptsächlich Mückenlarven, und zwar schwarze Mückenlarven, weil in Thailand gibt es so viele Stechmücken und die vermehren sich genau dort, wo die Kampffische auch leben. Also wenn man zum Beispiel im Sommer eine Regentonne draußen hat, dann kann man Stechmückenlarven täglich absammeln. Das stimmt. Gratis das beste Futter, was es überhaupt gibt für einen Kampffisch. Also Lebendfutter zu füttern ist sowieso auch toll zuzuschauen, wie der Kampffisch dann dem Futter nachjagt.
Das ist echt spaßig und man sieht auch, dem Fisch macht es auch Spaß. Es gibt sehr viele Nebenfuttersorten auf dem Markt. Die Problematik ist teilweise, dass man nicht unbedingt weiß, woher diese Futter kommen, weil die sind meistens irgendwo halt gesammelt, was vielleicht nicht unbedingt so sauber ist. Eine gute Option wäre es auch zum Beispiel zu Hause Artemien großzuziehen, weil die kleinen Artemien sind zu klein für einen ausgewachsenen Kampffisch, aber wenn man die ein paar Wochen wachsen lässt und anfüttert, dann sind die ideal und sicher sauber. Genauso wie auch zum Beispiel Enchitren oder Grindalwürmer, die man auch oder zu Hause... Daphnen kann man ja auch prima selber zu Hause züchten. Genau. Oder wer keine Möglichkeiten zu Hause hat, da gibt es ja auch diverse Futtersorten. Wir halt zum Beispiel, ich hab's ja hier, wir haben ja zum Beispiel unseren Betta Booster. Wir haben jetzt auf unseren Social-Media-Kanälen haben wir auch schon Werbung für diesen Betta-Booster gemacht und da kam unter anderem das Thema, ja, euer Futter ist nichts für Kampffische, das sinkt zu schnell ab. Aber da hast du mich vorhin, wir haben ja uns vorhin schon mal darüber unterhalten, hast mich eines Besseren belehrt. Ja, also es ist tatsächlich so, dass viele Kampffische das Futter ignorieren, sobald es am Boden liegt. Ich muss dazu sagen, ich füttere auch ausschließlich Granulatfutter, das relativ schnell absinkt. In meinen Becken hat es meistens keinen Bodengrund, da fressen sie es auch vom Boden. Abhilfe oder ein Trick haben mehrere Kunden gefunden, dass wenn ihr Kampffisch so heikel ist, dass er die Granulatkörner vom Kiesboden nicht mehr frisst, geben sie ein Korn nach dem anderen. Dann frisst das, weil sie geben es erst dann, wenn er das Korn halt irgendwo im Wasser dann geschnappt hat, bevor es am Boden lag. Ich präferiere solches Futter stark, weil ich habe die Erfahrung gemacht, die Futter, die oben aufschwimmen, die führen, wenn sie ein bisschen zu viel davon gefressen haben, sehr schnell zu geblähten Bäuchen und dann kann der Fisch nicht mehr richtig abtauchen, bis er das Futter verdaut hat. Meistens sind diese Futter auch nicht so hochwertig und ich mag sehr gerne eben Softgranulat oder halt ein bisschen feuchteres Futter oder halt auch trockenes Futter, das dann aber nicht mehr quillt. Und diese Futter sinken halt schnell ab. Aber die Qualität davon ist einfach besser. Höher. Ja. Also das heißt, wenn ihr ein Futter kauft für euren Kampffisch, was lange an der Wasseroberfläche schwimmt, das heißt, ihr bezahlt eigentlich viel Geld für Luft, weil das ist einfach nur aufgeblähtes Futter. Es ist dann quasi besser, ihr guckt darauf, dass das Futter ein hochwertiges, also dass auch die Inhaltsstoffe, also vielleicht ein Grill also dass hochwertige Futtermittel verwendet werden. Und wenn das ein bisschen schneller absinkt, dann müsst ihr halt euren einzelnen Kampffisch immer jedes Korn einzeln geben. Das macht ja auch Spaß. Ja, also wenn er euch schon so trainiert hat, dass ihr ihn einzeln füttern müsst, weil ihr ihn nicht trainiert habt, dass er das Futter vom Boden frisst, dann ja. Als nächstes kommt das Wasser. Wasser hast du ja schon gesagt, da müssen wir jetzt, bevor wir den Fisch einsetzen, noch ein bisschen rauslassen. Aber zum Wasser gehört auch natürlich die Filterung und auch die Temperatur. Du hast jetzt schon erwähnt, dass hier unser Filter zu stark läuft. In der Kochshow, ich muss noch mal kurz sagen, in der Kochshow hatte ich ja einen Scapers Flow angehangen. Den habe ich bewusst rausgenommen, weil wir haben ja jetzt inzwischen einen neuen Filter auf den Markt gebracht, der Eckfilter XXL, der ist bis 90 Liter Aquariumgröße, also perfekt für unseren 70 Liter Tank. Den kann man natürlich perfekt für einen Kampffisch auch in der Strömung regulieren. Ich reguliere schon mal die Strömung, aber beim Filter hast du mir vorhin noch erklärt, da gibt es auch ganz wichtige Sachen, worauf man noch achten muss, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Eckfilter verwendet. Genau. Bei dem Eckfilter, also einerseits, ich finde den wirklich super, wenn man jetzt hier guckt, jetzt ist er auf der schwächsten Stufe, der fließt kaum noch, aber genau noch genug, um halt ein bisschen Wasser durch den Filter durchzuspülen, also die Bakterien kriegen ihren Sauerstoff, aber der Kampffisch wird nicht mehr durch die Strömung gestört. Der Eckfilter, da er vom Namen, wie man hört, in der Ecke sitzt, hat er hinten noch ein bisschen Spielraum ganz in der Ecke. Und Kampffische sind echt Spezialisten darin, nicht nur sich an scharfkantigen Steinen zu verletzen, sondern auch kleine Ritzen zu finden, um sich darin einzuklemmen und nicht mehr rauszukommen. Ihr habt ja aber schon diese 2 Schwämmchen mitgeliefert bei euren Filtern. Die muss man zwingend oben und unten hinten in der Ecke ein bisschen reinstopfen, damit der Fisch nicht mehr reinkommt. Wenn man jetzt das Gefühl hat oder Angst hat, ja, die Schwämmchen könnten rausfallen oder es könnte sich verschieben oder so, gibt es auch noch
2 andere Optionen, die ich persönlich bei mir zu Hause so verwende, weil ich bin immer schusselig. Beim Wasserwechsel fällt da mal was raus und ich merke das nicht. Und entweder man befestigt den Filter nur an der Seite und nicht aber hinten, schiebt ihn circa 1 Zentimeter nach vorne. Dann hat es hinten genug Platz, dass der Kampffisch zwischen Filter und Scheibe halt durchschwimmen kann und sich ganz sicher nicht in der Ecke verfangen kann. Oder man macht ihn gar nicht an und lässt ihn in der Ecke so ein bisschen baumeln. Einfach hängen lassen. Genau. Und noch ein wichtiges Thema ist die Temperatur. Also ich habe jetzt hier auch einen Heizer drin. Ich fahre immer meine Aquarien zwischen 24 und 25 Grad. Natürlich ist es besser, eine bisschen höhere Temperatur zu haben. Also da haben wir vorhin uns auch schon mal unterhalten. Ich glaube, so zwischen 25 und 27 Grad ist eigentlich eine Top-Temperatur. Oder deine Aquarien fährst du auch immer so. Ist das richtig? Ja, also bei mir haben sie auch immer so um die 5 bis 27 Grad, manchmal auch ein bisschen wärmer. Macht auch nichts, wenn im Sommer mal die Temperatur bis 30 oder sogar 32 geht, wenn ihr jetzt irgendwo im Dachstock wohnt. Keine Sorge, das kann der Kampffisch gut ab. Kälter ist allerdings ein bisschen schwieriger, also sie neigen sehr schnell dazu, stressbedingt krank zu werden, wenn die Temperatur unter 24 fällt. So ein bisschen längerfristig. Okay. Nee, gut, bei Pflanzaquarien oder wenn ihr Pflanzen in eurem Aquarium habt oder wenn ihr sowas auch wirklich machen möchtet, da gilt es wirklich darauf zu achten, je höhere die Temperatur, umso schneller wachsen auch eure Pflanzen, umso mehr Nährstoffe brauchen sie. Also das ist ganz wichtig, weil wenn ihr jetzt 25 Grad, das ist so eine optimale Temperatur, 26, 27 Grad ist auch noch kein Problem, aber was alles drüber hinausgeht, brauchen die Pflanzen schon extrem mehr Nahrung, weil sie auch schneller wachsen. Also das ist wie bei den Diskusfischen, die haben einfach nur einen schnelleren Stoffwechsel. Also die müssen auch mehr fressen, weil die Diskusse halt auch im Wasser leben, wo es wärmere Temperaturen sind und dadurch haben die einen höheren Stoffwechsel. Das letzte Element ist das Licht. Ich habe jetzt hier bei unserem 70er 2x8 Watt Style-LEDs drüber gehangen. Also das ist nicht zu stark beleuchtet, aber es ist noch gerade genug beleuchtet, dass die Pflanzen, die ich ausgewählt habe, genügend Licht haben. Ist das so okay für einen Fisch, für einen Betta? Ja, es scheint absolut in Ordnung zu sein. Aber ihr merkt es dann auch dem Kampffisch an, wenn das Licht an ist, die ganze Zeit nur versteckt und sobald es aus ist, vorne herumtollt, dann braucht ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr Schwimmpflanzen oder eben Pflanzen, die halt über die Oberfläche wachsen, sodass er dort ein bisschen dunklere Bereiche hat. Also einfach eure Tiere mal angucken, wenn das Licht an ist, immer nur zurückziehen, dann vielleicht mal diese Möglichkeit entweder mit dem Schwimmring und Schwimmpflanzen oder eher, wenn es möglich ist, von euren Pflanzen her einfach ein bisschen weniger Licht drüber hängen. Wir haben jetzt das Aquarium vorbereitet, also jetzt kann unser Kampffisch einziehen. Wir haben jetzt nochmal das Wasser ein bisschen abgelassen. Das ist prinzipiell immer gut, also das solltet ihr prinzipiell immer machen. Wir lassen die Abdeckscheibe jetzt bewusst hier weg, weil wir CO2 verwenden, weil CO2 ist relativ schwer und würde sich unter der Abdeckscheibe sammeln. Und wenn der Kampffisch an die Oberfläche kommt zum Atmen, würde er das CO2 einatmen und das wäre nicht so gut. Aber prinzipiell, wenn ihr eine Abdeckscheibe habt oder irgendeine Möglichkeit, euer Aquarium abzudecken, lasst ein bisschen Abstand zur Oberkante des Aquariums und macht eine Abdeckung drüber. Ist das richtig? Ja, und wir haben ja auch hier hinten den Filter. Obschon er sehr schwach eingestellt ist, geht er trotzdem noch ein bisschen zur Oberfläche und bewegt ja hier die Oberfläche auch noch ein bisschen. Das soll ja auch helfen. Dann hat man einen Gasaustausch quasi im Wasser. Wegen dem CO2. So, ja. Jetzt kommt der Fisch. Wie setzt man richtig einen Kampffisch ein? Erklär uns das mal. Also ganz wichtig ist, dass die Temperatur angeglichen wird, dass er nicht von einem vielleicht etwas runtergekühlten Beutel mittlerweile nach dem Transport in ein super schön warmes Aquarium direkt reingeschmissen wird. Daher, ich würde empfehlen, das Licht dann auszumachen und den Fisch jetzt etwa eine halbe Stunde lang im geschlossenen Beutel Temperatur angleichen zu lassen und nachher können wir weiter gucken, wie es geht. Okay. Bis gleich. So, weil ich den Fisch jetzt von mir mitgebracht habe, ich habe erst gerade gestern einen großen Wasserwechsel bei ihm gemacht. Das Wasser ist noch ziemlich sauber. Ich habe trotzdem den größten Teil des Transportwassers abgeschüttet, es ist nur noch ganz wenig drin. Jetzt lasse ich den Fisch
langsam hier rausschwimmen. Es ist prinzipiell immer besser, wenn ihr Fische kauft, nie das Wasser nehmen, was bei eurem Händler ist, oder auch wenn ihr mal Fische online bestellt, wisst ihr nie, was für Wasser, ob er Medikamente ins Wasser gegeben hat, also nie das Fischwasser direkt auch ins Aquarium mit reingeben. Wir haben jetzt auch bewusst das Licht noch ein bisschen ausgelassen, dass er sich erstmal ein bisschen zurechtfinden kann, ein bisschen runterkommen kann. Ihr habt ja alle für diesen Fisch abgestimmt. Also es waren 5 Fische zur Auswahl und er hatte mit sehr, sehr großem Abstand die meisten Stimmen und erfreut sich jetzt offenbar auch schon an der Garnele. Das ist auch ein gutes Thema. Also das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt ja bei dem Kampffischhaltung eine Haremshaltung. Das ist ja wirklich total dubios, weil das ist ja komplett das Gegenteil, was du mir ja jetzt schon erzählt hast, was Kampffische eigentlich eigentlich Einzelgänger sind, oder? Absolut. Kampffische sind nie zusammen in einem Harem am gleichen Ort am Leben. In der Natur paaren sie sich und dann vertreibt das Männchen das Weibchen. Und dann flüchtet sie, weil dort hat man viel mehr Platz als in einem geschlossenen Aquarium. Und im Aquarium kann sie nicht flüchten. Und das ist etwas... Oh. Der findet die Garnelen total spaßig. Ja, eben zurück zur Haremshaltung. Also das ist etwas, bei gewissen Wildformen kann das einigermaßen glimpflich verlaufen, wenn sie genug Platz haben zum Flüchten. Bei den Hochzuchten würde ich das niemals empfehlen. So, also er ist jetzt eingewöhnt. Also wir haben jetzt circa eine halbe Stunde gewartet. Jetzt können wir auch mal langsam das Licht anmachen und mal gucken, wie er sich akklimatisiert hat. Gucken wir mal. Ja, hier unten ist er. Das ist echt ein genial toller Fisch und wirklich echt doppelt so groß wie ein normaler Kampffisch. Also das sind echt geniale Tiere. Ja, man hat immer das Gefühl, der gute Giant ist einfach irgendwie länger, aber man überlegt sich gar nicht, der ist ja nicht nur länger, der ist auch breiter, höher, massiger. Also der ganze Fisch ist einfach viel größer und das macht einen riesen Unterschied. Echt ein schönes Tier, echt genial. Ich habe mir sagen lassen, dass du schon von vornherein gehofft hast, dass die Leute ihn wählen. Gewünscht habe ich mir das. Das ist echt ein schönes Tier. Jetzt zeigt er sich auch schön. Eine kurze Abstimmung. Wenn ihr einen coolen Namen für diesen Fisch habt, schreibt es in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da hilft. Und wir halten euch auf jeden Fall auch auf Instagram und Facebook über ihn auf dem Laufenden. Und wir machen jetzt einfach so eine kleine Abstimmung über einen coolen Namen. Und der häufig genannte Name wird er dann heißen. Also bitte einen schönen Männernamen, keinen so einen... Fluffy oder so. Nee, das ist so... Ja, also Kampffische, für alle, die noch keinen Kampffisch haben, mit denen kann man auch super spielen. Die reagieren wirklich auf einen und die kann man auch trainieren. Da kann man auch auf YouTube Videos suchen. Also man kann denen auch ganz viele Sachen beibringen. Das ist, macht echt Spaß mit denen. Ja, der findet die Garnele viel spannender als deine Finger. Glaube ich. So, das war jetzt unser Video für unser Beta-Aquarium. Also es war unser Abschlussvideo. Wir haben Sabrina, nochmal vielen Dank für deinen Besuch. Das hat uns echt sehr gefreut. Und Leute, nicht vergessen, Name und der meistgelikte Name, so wird der Kampffisch auch getauft. Und natürlich halten wir euch auf Facebook und Instagram über diesen Kampffisch auch auf dem Laufenden. Nicht vergessen zu abonnieren, Daumen nach oben und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und natürlich schaut bei Sabrina vorbei und liked sie auch mal. Herzlichen Dank. Bis dann, ciao.